Willkommen zu einer neuen Folge Metal Gear Solid 5, der Phantom Pain. Hui, der sabotiert gleich für mich, sehr schön. Wegen den Tieren, die werden tatsächlich auf eine Art oder zu einem Art Zoo gebracht. Das kann aber sein, dass wir den noch gar nicht haben. Das müssen wir überprüfen, weil mit der Zeit kommen ja auch mehr Plattformen. Und wir haben ja eigentlich noch keine weitere Plattform, deshalb können wir den Zoo noch nicht haben. Aber ja, später gibt es tatsächlich einen Zoo oder so, wo die ganzen Tiere hinkommen. Das ist ganz schön cool, finde ich. Aber wir bestellen jetzt mal wieder einen Hubschrauber und begeben uns auf eine neue Mission, würde ich mal meinen. Da wir übrigens voller Blut waren, dachte ich mal, ich steige kurz in die Dusche. Wir sind wieder sauber und so muss das ja auch sein. Boss sollte jetzt nicht gerade blutüberströmt sein. Das finde ich nicht so schön. Ja. Genau, ein Tonband haben wir, glaube ich, auch noch. Das hören wir uns auch noch kurz an. Und dann geht es auch schon weiter. Ah, da ist ja unser Chopper. Sehr gut. Rein da. Na dann, Mother Base. Man sieht sich später wieder, hoffentlich. Jetzt haben wir ja auch den Dolmetscher rausgeholt, ne? Das heißt, wir können jetzt russisches Gebrabbel übersetzen und wir werden das Ganze verstehen. Das ist cool. Aber guck, also die Mother Base wächst auf jeden Fall. Das ist cool, das ist gut. Finde ich sehr schön. Aber wir stehen ja immer noch am Anfang des Spiels, also es könnte noch ein bisschen dauern. Na dann, man sieht sich später wieder. Hepp. Gut. Da geht es natürlich zuerst mal in den Ladenbildschirm. Ladenbildschirm? Das ist kein Ladenbildschirm, sondern eher ein Ladebildschirm. Hey, hey, heute habe ich es nicht so mit dem Reden. Es wird eine gute Aufnahme, ich sehe es schon kommen. So. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Okay. Wir haben aber ganz schön viel Neues hier. Naja, ihr kennt mich, ich höre mir das Ganze an. Ihr könnt es ja überspulen. Ich werde hier auf jeden Fall reinschreiben, wo es dann weitergeht. Die Nebeleinheit. Kaz, what about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day, the Afghan side, on our way back from training the Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls? The next moment, he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me. We were calling out to each other. But one by one, their voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were just the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise, the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, don't try to take them on. You just get the hell out of there. Gut, das werde ich mir definitiv merken. With Cypher, it was a somewhat parasitic relationship, though a mutually beneficial one. Bevor der weiterredet,
ja, diese Nebeleinheit, wir wissen natürlich auch noch nichts Genaueres, aber die scheinen schon echt richtig gefährlich zu sein. Und die erste Begegnung mit ihnen und Cars, boah, ganz schön heftig. Naja, wir machen mal weiter hier bei Cyphers Wille. Cypher had no army of their own, so they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner. But they had other motives. Cypher coaxed us into Central America, into that US-Soviet proxy war, to fuel Mother Base's growth. Once we were big enough, they'd force us to join them. That was the plan. That's why they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from Mother Base. The world would consider us a liability, and countries would unite to destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down. Through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? Is it just the fear of leaving you alive? I don't know. Was Zero really... All I know is the man I knew wouldn't want this. What do you mean? We have to consider that it might not be Zero we're dealing with. We know virtually nothing about Cypher anymore. How big they've gotten, what they want, or even who they really are. Tja, Cypher könnte jetzt natürlich jeder sein, ne? Ob es dann, boah, wie hieß der? Teil oder ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich blende den Namen ein. Aber angezeigt ging ja das Gerücht um, das wäre der Typ aus Metal Gear Solid 3 bei Cypher. Ich weiß es mittlerweile immer noch nicht, weil ich mich ja nicht spoilern lasse. Aber da bin ich sehr gespannt. Die Wiederauferstehung der Mother Base. The new Mother Base started out as a test drilling rig operated by a mineral resources supplier, but their project fell through. The Seychelles government was happy to hand the place over to us. It was just scrap on stilts. So with a few dummy construction companies set up as fronts, we started renovating the half-finished rig. From the outside, it looked like the project was back on rails. Kaz, you... What? I see what you're doing. Recreating the Mother Base we had 9 years ago. Only this time. That's right. The Mother Base Cypher thought they destroyed will return from the grave to kill them. We'll prove to the world that we were the victors. And if we lose again? They can't fool us the same way twice. Now our enemies are in plain sight. And when our organization gets too big, we split it across companies. Any company that draws attention gets liquidated, and its capital is back-channeled into a new company. Most PFs are small-time operations anyway. And in this business, the minnows go bankrupt all the time. We've never aroused suspicion. Plus, we have Hewick. Hewick? Human Exploitation Company. It's a business specializing in intel gathering. Think of it as a civilian intelligence agency. Kaz, that's... Remember what they were trying to accomplish at the prison facility in Cuba? That gave me the idea. We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place to give us stable points of contact when other nations intervene in the conflicts. Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you hand it off to another. No one has direct access. It's a perfect black box. Hewick members also work their way into the superpowers intelligence agencies to make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the balls. That's our deterrent when we need it. Networking? In the intelligence community? Sure, that's how we've grown this far. And when you go out on missions, intel from Hewick will be there to back you up. But despite all that, Cypher has its eyes on us. The only reason I'm not dead is that they needed to know where you were. Figured if you woke up, I'd go straight to you. That's why you made that ruckus at the Zero line. Yeah, to make their own surveillance work against them. I think it took some of the heat off Cyprus. Kaz. Then I just had to wait for you to save me. And I've gotten used to waiting. Kaz. That's not all. It was a good chance to scout the market. And with the West wanting the Soviets out of Afghanistan, their agencies are bursting at the seams with funding. Boss, let's start by building up our Afghan presence. Huiuiui, da geht aber ganz schön was ab. Die haben da einen richtigen Geheimdienst aufgebaut. Und, boah, spionieren auch die Regierung aus, einfach alles. Und nicht schlecht, nicht schlecht. Also die Diamond Dogs sind schon präsent, würde ich mal meinen. Die wissen, was sie tun. Naja, Verbindungen zu den Seychellen.
put Mother Base in the Seychelles. We're at the center of the world here. We're all the way out in the Indian Ocean. Come on. Lebanon, Sri Lanka, East Timor, and Africa. From here, our reach extends to conflict zones the world over, including Afghanistan, of course. So it's prime real estate for a mercenary. Exactly. Latin America isn't as close as I'd like, but we have Amanda and her people to help in that department. And besides, the Seychelles government owes us a favor. Owes us? The Seychelles has strong ties to the east, which the west wanted to shake up. It came to a head 3 years ago, in an attempted coup. It was a force of South African mercenaries, with US backing behind the scenes. They were only platoon size, but South Africa is home to some heavy PFs. Too much for the Seychelles to handle. In the end, they accepted help from the Tanzanian army, and quelled the coup. We set up the deal and handled on-site tactical instruction. That led to some training work for the Seychelles military. And when we put down a mutiny within their forces, well, we made a lot of people happy. They don't pay us. They just let us have a piece of their offshore territory on the promise we'll come running if something else happens. So we're bodyguards, too. It's a good setup. We can only take Mother Base so far here. We'll have to find somewhere else when this place starts getting big. Aren't you being a little hasty? Nothing hasty about it. You're back with us now. Da kann das ja nur klappen. Also sie wollen sich auf jeden Fall ausbreiten. Das ist sicher eine sehr gute Idee. Walfänger Haver Maru. So, Kaz, the ship that took us from Cyprus, it used to be a whaler. Yeah, a Japanese vessel. How was the voyage? It was stimulating. Well, she was part of a whaling fleet up until a few years ago. Her displacement isn't anything to write home about, but she can really move. She still had plenty of life left in her, but then the work dried up. Global opposition to whaling has been mounting for years. Is that right? The push to ban it has been gaining traction for a little over a decade. Individual species came under protection as the years went on, and then 2 years ago the IWC adopted a moratorium on commercial whaling. Several countries, including Japan, fought it to the bitter end. But eventually, most whaling companies had no choice but to throw in the towel. You ever tried whale snake? Can't say that I have. When I was a kid in Japan, practically everybody ate it. That good, huh? The country was poor in those days, and whale was cheap. International opinions changed since then. In any case, that's why we were able to get a bargain price on the ship. Of course, we did end up spending 5 times the purchase price in modifications. We had to really work to fit in all the ESM and communications gear while keeping the whaler look intact. Right now she's going around conducting SIGINT missions. In the future we plan to use her as a communications relay base between you and Mother Base. And also as a chopper resupply vessel. Also, ja, so ein Walfangfisch, natürlich. Ich meine natürlich, Schiff ist schon nicht verkehrt als Tarnung. Interessant. Snake hat also noch nie Walfisch gegessen. Nun gut, vielleicht war er nicht gerade in diesem Einsatzgebiet, weil sonst hätte er das bestimmt getan. Wer Metal Gear Solid 3 kennt, weiß, dass Snake echt einfach alles wegfrisst, was ihm vor die Zähne kommt. Verrückter Kerl. Ursprünge des Wortes Diamant, wahrscheinlich wegen Diamond Dogs. Diamond Dogs. The word diamond originally comes from the Greek adamas. It means indomitable, unyielding. Other words for the stones often mean eternal bond, fortitude, or purity. The same is true of the Star of Bethlehem flowers you laid on the boss's grave. They represent innocence, as well as chastity, yielding to no man while maintaining one's virtue. In other words, staying loyal to something. Also sozusagen treue Hunde. Ja, warum eigentlich nicht? Ist ein netter Name. Wir haben mehr Musik hier. Ja, will ich eigentlich nicht groß abspielen, weil sonst, ne? Kommt da noch irgendwie die GEMA und streicht mir alles. Hilfe, ich wollte das eigentlich nicht. Snake! Hallo. Tagesbonus erhalten. Sie haben den heutigen Tagesbonus erhalten. Im Bildschirm Belohnungen können Sie ihn annehmen. Okay, das ist zwar schön, aber ich will den Kack wieder ausschalten. Huch.
Belohnungen erhalten. Aufgrund der Aktionen ihres Personals, Abschluss von externen Aufträgen, Verteidigung von Basiseinrichtungen etc. haben sie eine Belohnung erhalten. Unter Belohnungen können sie annehmen. Ja, das machen wir mal. Belohnung ist ja nicht schlecht, ne? Was haben wir denn? MB-Münzen. Wow, das ist aber ganz schön viel, du. Hui! Nicht schlecht. Aber wo kann ich denn jetzt hier... Kassetten. Ist das hier? Ja, das hier. Komm. Kann ich das wieder ausschalten. So, danke. Okay, Herausforderung, Nebenoperationen und Missionsliste. Warte mal, haben wir jetzt eigentlich... Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwie ein anderes... Nee, wir haben noch keine andere Plattform, ne? Nee. Nee, das bringt nichts. Mother Base. Entwicklung. Haben wir ja eigentlich alles gemacht. Oder gibt es jetzt wieder Neues zu entwickeln? Ich will das nur kurz prüfen. Weil im Hubschrauber können wir jetzt eher andere Sachen machen, ne? Ja, das sieht aber nicht so aus. Nee, also Neues wahrscheinlich nicht gerade. Okay. Wir begeben uns in die nächste Mission. Das hier sind die Hauptmissionen, ne? Okay, wir haben 3 und 5. Und Nebenoperationen. Was haben wir denn hier? Sichern Sie den Bauplan, um die Entwicklung auf der Mother Base voranzutreiben. Holen Sie sich hochqualifizierte Soldaten aus den feindlichen Reihen raus. Ja, auf jeden Fall. Ich will den Bauplan machen, Leute. Weil ich würde die Mother Base echt gerne ein bisschen ausbauen. Das finde ich cool. Sowas mag ich nämlich. Ausrüstung. So, jetzt müssen wir ja hier ein bisschen mehr haben, ne? Wir können ein Scharfschützengewehr mitnehmen. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Das nehmen wir auch mit. So, Nebenwaffen. Bionikarm, ja, okay. Die Schlafpistole, ja, die behalte ich mal auf jeden. Unterstützungswaffen. Jetzt müssten wir hier ja eigentlich ein paar Sachen mitnehmen können. Ne? Ein Nachschubsignal ist gut. Rauchgranate finde ich auch gut. Leuchtgranate, alles klar. Und C4 können wir vielleicht gut gebrauchen. Gegenstände, ein anderer Karton. Und das wäre es dann auch schon. Wir haben noch Werkzeuge, da können wir aber nicht viel machen. Begleiter. Haben wir immer noch nur das D-Horse, aber wir können einen Kampfanzug dem Pferdchen geben. Alter, guck dir den Gesichtsschutz an. Voll die Gasmaske oder so. Aber okay. Fahrzeug. Haben wir keins. Charakter bleibt wahrscheinlich Snake, ne? Aber wir könnten ja mal hier irgendwie Schal. Standard. Hat er keinen Schal oder was? Ja. Wüstenfuchs. Mit Schal. Ja, das gefällt mir. Das behalten wir. Gut, dann auf in die Mission. Diesmal versuchen wir es am Abend. Mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich mache die Folgen echt alle so um die 30 Minuten, weil ihr habt es gesehen, die Tonbänder jetzt haben wieder sehr viel Zeit in Anspruch genommen und auch das ganze Ausrüsten und Ummontieren und Mother Base kontrollieren und was weiß ich, das braucht alles viel Zeit. Deshalb 30 Minuten für dieses Let's Play finde ich okay, weil es soll ja auch ein bisschen vorwärts gehen in den Folgen, ne? Na dann, Snake, wir wären da. Ist cool, diese Kamerafahrt durch seinen Kopf durch, so dass, oder in seinen Kopf rein. Und dann zu sagen, hey, jetzt bist du Snake. Na dann, Afghanistan. Das könnte ja schon das Dorf sein, in das wir müssen später, ne? Oder? Naja, wir werden es gleich sehen. Da glänzt. Glitzert was oder glänzt was, wie ihr wollt. Da gehe ich gleich hin, da gehe ich gleich hin. Oh nein, ich wollte nicht das Geschütz. Nein.
Ja, ja, ich bin immer vorsichtig. Aber jetzt erstmal los. Ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Nein, das war Kreis, oder? Oder Viereck? Nein, Viereck. Okay, wo war das? Wo war denn das? Da oben? Ah ja, hier. So, was haben wir denn hier Hübsches? Einen Rohdiamanten. Finde ich sehr schön. Ja gut. Dann, jetzt muss ich schon wieder in die Steuerung kommen. Ich habe das schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Das war falsch. Extraction arrived at Mother Base. Wie kann ich denn schon... Ah ja, das war auf X. Okay. Pack mal die Karte aus, Snake. Wo müssen wir eigentlich hin? Nachschubabwurf. Begleiterunterstützer. Hubschrauber, Missionsliste. So, jetzt haben wir ja hier, ne? Hier. Marker placed. Okay, das müsste irgendwo da vorne sein. Da vorne. Ah, in diesem großen Gebäude da. Ja, da sind wir eigentlich schon richtig. Wir wollen mal gucken, ob wir hier schon irgendwen sehen. Okay, hier müssen wir rein. Das sollte ja eigentlich machbar sein, ne? Dürfte nicht allzu schwer werden. Ich sehe gerade keinen. Finde ich wieder mal sehr verdächtig, das Ganze. Aber von mir aus. Also mir soll es ja recht sein, wenn hier keiner rumschleicht. Dann ist das Ganze nicht so schwer. Jetzt aber Vorsicht, Snake. Weil hier werden bestimmt Leute sein. Es kann nicht sein, dass das hier unbewacht ist. Das glaube ich nicht. Was war denn das? Nehmen wir mal mit. The security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. Alles klar. Nur müsste es hier irgendjemanden geben, zuerst einmal, den ich verhören kann. Dann reden wir weiter darüber. Und momentan ist alles recht ruhig. Ist alles still, ne? Ich sehe immer noch keinen. Das finde ich gar nicht gut. Wo verstecken die sich? Einfach zu auffällig, dass hier niemand ist. Okay, jetzt kommt zumindest ein Truck. Da ist ja jemand. Dafür greifen wir uns dieses Zeug hier mal. Und ich gehe am besten hier raus. Ja, der Truck haut ab, sehr gut. Naja, wir waren ja in diesem Lager schon mal. Aber ich muss auf die andere Seite kommen, ohne dass mich der Typ sieht. Am besten, damit wir uns den schnappen können. Und ich würde mal sagen, dafür gehen wir hier unten lang. Es könnte funktionieren. Ja, hier entdeckt uns auch auf jeden Fall keiner. Und wir müssen uns den Typen von hinten greifen, damit wir ihn verhören können. Ich sehe ja auch niemanden, ne? Ja gut, wenn hier niemand ist. Dann komm mal her. Wo sind die anderen? Das glaube ich dir nicht. Der sagt nichts. Okay, dann vergiss es. Schalten wir dich aus.
Wenn er nichts weiß, dann weiß er eben nichts. Da ich ein gutmütiger Kerl bin, töte ich dich natürlich nicht. Müssen wir den ein bisschen verstecken. Ja, hier ist glaube ich okay, denn wir holen ihn raus. Das ist am einfachsten, dann haben wir keine Probleme, der ist weg. Und der stört uns auch nicht mehr und wir haben einen neuen Mitarbeiter. Hier gibt es auch wieder Sachen. Da kann man unten durch, guck mal an. Da drüben gibt es auch noch was. Das ist immer wieder schön, wenn wir sowas finden. Können wir alles gut gebrauchen. Okay, aber wo sind diese Typen? Es kann ja echt nicht sein, dass hier niemand ist. Das glaube ich einfach nicht. Das ist ja viel zu einfach, wollte ich gerade sagen. Ach gut, also viel mehr sind es jetzt wirklich nicht, ne? Ich möchte mir den eigentlich auch gerne schnappen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Mal hier drinnen vorbeigucken. Das war jetzt natürlich blöd. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das zu nah war. Aber wir waren ja schnell weg, also er hat jetzt nicht viel gemacht. Wenn er jetzt da hingeht, kann ich ihn nämlich schnappen. Der kennt mich aber jetzt nicht irgendwie durch die Mauer durch, oder? Was tut der denn? Er ist wieder ans Feuerchen zurück. Okay. Oh, Kacke. Jetzt stehen sie doch überall hier rum plötzlich. Naja, ich habe mal besser geguckt. Das wäre schlauer gewesen, ne? Kommt der jetzt nach vorne oder nicht? Da müssen wir ihn auf jeden Fall noch markieren. Ich glaube, der kommt nicht. Gut, ich schalte den so aus. Ist besser. Wenn er ausgeschaltet ist, dann ist er ausgeschaltet. Dann haben wir keine Probleme mehr. Aber dazu müsst ihr ja erst einmal einschlafen. Und das dauert immer ein bisschen. Wir kennen ja die Prozedur. Komm schon, Kerl. Schlaf ein. Du kannst es. Du bist müde. Ich sehe es dir doch an. Ein kleines Nickerchen. Das tut gut. Sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass das niemand gesehen hat. Na, der auf jeden Fall nicht. Na dann, raus mit dir. Okay, das erregt tatsächlich Aufmerksamkeit. Ha, sehr schön. Das wollte ich nämlich schon immer mal wissen. Ob das irgendjemand checkt. Sie haben es tatsächlich gecheckt. Ja, gut. Gleich mal markieren. Ja, jetzt sind sie natürlich auf der Suche nach uns, aber das sollte uns nicht groß stören. Ich denke, das kriegen wir schon hin. Da drüben ist auch noch einer, ne? Ich hab dich gesehen. Ja, so viele sind das hier nicht. Zumindest momentan nicht. Das könnte sich natürlich schlagartig ändern. Deshalb vorsichtig sein. Ich will auf jeden Fall zuerst den da hinten ausschalten. Da hat was geleuchtet. Das habe ich schon gesehen. Deshalb mitkommen. We can use compounds from plants to make medicine or poison for use in new weapons and equipment. Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy too.
Genau das habe ich doch getan. Habe ich auch gern getan. So, hier ist aber keiner. Hätte natürlich jetzt auch blöd laufen können, wenn da einer gewesen wäre. Aber wir hatten ja nochmal Glück. Ist hier drüben was? Alles zugemüllt mit Kisten und einem kleinen Rohdiamantchen. Sehr schön, sehr schön. Ja, leider muss ich auch die Folge für heute beenden, denn wir haben wieder 30 Minuten gespielt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier versuchen, weiter leise vorzugehen. Mal gucken, ob das klappen wird und ob wir auch noch einen verhören können. Bis zur nächsten Folge. Man sieht sich. Ciao.